Ein herzliches Willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mobilwetterfreunde, zu unserer heutigen Roomtour hier in der Karyacht 89. Wie versprochen, alles weitere in diesem Film. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mobilwetterfreunde, heute noch einmal unsere Roomtour im Detail zur Karyacht 89. Herzlich willkommen hier bei uns, der Karyacht 89. Wir stellen euch das mal vor, wir machen mal einen kleinen Rundgang, wir schauen uns das mal an, alles Nähere hier jetzt im Detail. Ja, herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, hier zu unserer Roomtour in der Mobilwetter Karyacht 89. Ich sitze jetzt hier im Wohnbereich. Wir sehen jetzt hier die zwei schwenkbaren Vordersitze mit Armlehnen. Das sind die sogenannten Pilotensitze in Leder. Wir haben zusätzlich uns hier noch Schaffelle draufgelegt. In der kalten Jahreszeit ist das uns doch ein wenig zu kühl und natürlich schonender. Das ganz normale Cockpit, wie wir es hier sehen, das Fiat Cockpit, ist natürlich Standard. Was wir jetzt hier zusätzlich verbaut haben, ist das Doppel-DIN Navigationsradio und ein DAB Plus. Und über das Radio hier, wie wir es hier sehen, können wir manuell, das wollte ich auch, also nicht mit Einlegen des Rückwärtsganges, sondern manuell per Schalter die Rückwärtskamera zuschalten. Man sieht es hier, das ist das, was ich bevorzuge, also nicht mit dem Rückwärtsgang, sondern manuell kann ich meine Heckkamera hier dazu schalten. Dann haben wir hier noch unsere eigentliche Halterung fürs Navigationssystem, navigieren über das iPad, und dann haben wir hier oben noch die Halterung für unsere Dashcam. Wir haben hier noch die Dashcam mit verbaut, die haben wir jetzt schon 3 Jahre, die haben wir schon im Vorgängerwohnmobil gehabt, die hat uns schon sehr gute Dienste geleistet und die hängen wir dann hier oben immer mit ran und die zeichnet voll auf. Natürlich kennen wir die Lautsprecher, die hier verbaut sind bei Mobilwetter, die sind jetzt nicht so der Knaller, und da haben wir uns zusätzlich noch eine entsprechende Soundanlage eingebaut, inklusive Subwoofer hier unten drunter. Ich drehe mal den Ton ein wenig hoch, mal sehen, ob wir es mitbekommen, dass hier der Sound schon entsprechend dürfte man hören, dass vom Subwoofer her schon kräftig der Sound hier rüberkommt. Natürlich ein Klangvergnügen, das haben wir dann auch gekoppelt noch mit dem Fernseher, den wir hier im vorderen Bereich haben. Ja, liebe Freunde, wir reisen natürlich mit 2 Erwachsenen und ein Kind, und hier in dieser Dignettenbereich haben wir natürlich unseren Tisch, den man jetzt hier in alle Richtungen, ist bekannt, variieren, drehen kann. Wir haben letztens hier Freunde getroffen, da saßen wir insgesamt 8 Leute in dieser Dignette, also 8 Leute haben wir natürlich hier locker Platz. Und wie man sehen kann, wenn wir mal rumschwenken, ja, und hier haben wir, wie gesagt, den drehbaren Tisch. Wir sehen es hier eingebaut, können wir mal schön hier schwenken. Wir haben natürlich einen Kindersitz drin, wo unsere
wo unser Kind natürlich sitzt. Dann haben wir hier schön mit Leder-Stoffkombination eingefasst. Und der Tisch, wie wir es hier haben, können wir hier in alle möglichen Richtungen, natürlich auch wenn der voll ist, hier nutzen und hin und her schieben. So, die meiste Zeit haben wir den Tisch so, dann können wir den vor- und zurückschieben. Das ist für uns die einfachste Variante. Ja, zusätzlich haben wir hier noch diesen Seitensitz, Seitenwandsitz. Darunter sind unsere ganzen Aufbaubatterien und im größten Teil der Bordelektronik versteckt. Das heißt, ganz unten haben wir eine 120 Ampere-Stunden Batterie und hier oben haben wir eine 120 Ampere-Stunden Batterie. Hier haben wir den Wechselrichter, dann haben wir den Ladebooster drunter, die Laderegelung, die Solarladeregelung haben wir hier verbaut und natürlich gewisse Relais und so weiter ist alles hier in dieser Seitensitzbank verbaut. Die ganzen Anzeigen zu unserer Bordelektronik finden wir hier oben. Das hatte ich schon mal mit vorgestellt. Da haben wir den Solarregler. Wir haben hier eine ganz normale Steckdose 230 Volt Wechselrichter. Dann haben wir unseren Batteriemanagementsystem von Votronic, unsere Anzeige von unserem Wechselrichter, die Alarmanlage, eine Uhr und dann haben wir hier noch einmal eingebaut eine USB-Steckdose. Ja, wir sind zu dritt, 2 schlafen hinten, unsere Tochter schläft vorne. Da haben wir dieses Hubbett. Da ist ganz einfach, da klappen wir unsere Sitze hier nach vorn, wie wir es hier haben. Das ist relativ einfach gestaltet. Das kennen viele. Die Sitze werden rumgeklappt, dann wird das Bett hier entriegelt und das Hubbett von oben nach unten gelassen. Dann haben wir hier diese Anstellleiter. Diese Anstellleiter wird eingehängt. Somit schläft hier unsere Tochter, wenn wir unterwegs sind. Manchmal wechseln wir auch, aber vorwiegend ist das hier ihr Himmelreich. Genau das gleiche hier oben. Ich kann es mal zeigen. Haben wir hier oben 2 Leseleuchten. Wir haben hier eine ganz normale Dachluke, die man in 3 verschiedenen Schritten öffnen kann und dann ganz auf. Für den Sommer ideal und natürlich dann hier verriegelt. Einmal mit Fliegen und einmal mit Verdunklung. Zusätzlich dazu haben wir hier noch rechts und links, wie man sehen kann, solche Ablagefächer. Da haben wir diverse Sachen drin liegen, Ladekabel für Telefon, Handys, iPad etc. Und hier haben wir auch so kleine Sachen drin wie Ohrhörer, Batterien, Freisprecheinrichtungen und so weiter. Das Bett geht ganz einfach wieder hoch, geht das relativ zügig, es wird wieder eingehängt und verriegelt und das war's. Ja, die Anzeigenpanels, die ganz normal im Mobilwetter verbaut sind, sehen wir natürlich hier. Einmal haben wir hier die Satellitenanlage, hier haben wir das Nachtlicht, Temperaturfühler, das Panel von Mobilwetter, wo man jetzt bestimmte Sachen ablesen kann. Außentemperatur, Innentemperatur, ob wir Landstrom haben, Wasser ein, Wasser aus, Licht, Außenlicht etc. und so weiter, pp. Wasser, Frischwasser. Ja, die 2 Bedienteile kennen wir ja von unserem Kühlschrank. Einmal die Innentemperatur. Ja, genau so funktioniert das. Innentemperatur mit Alarm. Dann haben wir die Außenlüfter und die Trumaheizung. Die Geschichte mit dem Kühlschrank haben wir schon mal ein Video drüber gemacht. Den werde ich hier oben euch mal verlinken, wie das alles zusammenhängt mit dem Kühlschrank. Ja, unsere Satellitenanlage, die wir hier oben drauf haben, haben wir schon unsere Thermometer. Bringt jetzt Alarm, weil wir den Kühlschrank aus haben.
Ja, unsere Satellitenanlage haben wir eine Twinsat-Anlage, einmal vorne im Fernsehen, einmal hinten im Fernsehen. Vorne haben wir einen 24 Zoll Fernseher, internetfähig, weil wir hier ein WLAN mit verbaut haben, internetfähig. Hier schauen wir sehr viel Netflix etc. Also das heißt, wenn wir mal keinen Sat-Empfang haben, dann gehen wir übers Internet. 24 Zoll zum Rausschieben und zum Schwenken. Diesen Fernseher habe ich jetzt persönlich so angeschlossen, der läuft auf 12 Volt bzw. auch auf 230 Volt. Dann haben wir hier im Mobilwetter diese Ablage. Das ist so eine allgemeine von uns eine Rümpler-Ablage, wenn man das so schön sagen kann. Dann sieht man hier natürlich das schöne Design von Mobilwetter mit diesen eingearbeiteten LED. Dieser Aufhänger beleuchtet in diesem Nachtlichtblau. Sieht man hier wunderschön zwei solche Aufhänger. Und dann haben wir hier nochmal die allgemeinen Bedienschalter. Einmal diese LED-Beleuchtung hier, wie man hier sehen kann. Und wenn wir jetzt mal hier drauf halten auf diese LED-Beleuchtung, die auch hier hüben sich befindet, geht bis hoch, ist hier, wenn man den Schalter gedrückt hält, ist diese LED-Beleuchtung hier dimmbar bis auf ganz 0 und kann sich hier seine gewisse Helligkeit selber einstellen. Ja, hier haben wir die ganz normale Deckenbeleuchtung, wie wir sie hier haben. Das ist ganz einfach eine LED-Leiste, wunderschön eingefasst, kann man auch schon wunderbar ran und schön wechseln. Und hier haben wir die Heizung für einen Abwassertank für die Wintermonate, dass uns diese Geschichte vom Abwasser nicht einfriert. Natürlich haben wir hier in der Tür, wie man es jetzt noch mal auch sehen kann, diese Hochsicherheitstür mit diesem schönen Doppelverglasung Fenster und natürlich diese Innenverdunklung und hier natürlich ein Fliegengitter. Mülleimer haben wir hier in der Tür drin und diesen Haltegriff hier, wenn man noch mal drauf gehen kann, der Haltegriff sehen wir wunderbar, dieses Nachtlichtblau von Mobilwetter auch hier unten und auch hier in der Einstiegsstufe dieses Nachtlichtblau beleuchtet. Dies geht wiederum automatisch an und aus, kann man schalten, wenn die Tür auf ist oder zu ist, geht das automatisch an. Jetzt haben wir es angeschalten und in der Nacht kann man das selbstverständlich auch separat anlassen. Ja, jetzt sind wir hier in der Küche, im Küchenbereich. Hier, das ist alles jetzt Küche. Verstaut haben wir alles, was Küchenutensilien betrifft, haben wir jetzt hier verstaut. Mit Licht in den Fächern. War schon serienmäßig mit verbaut von Mobilwetter. Dann haben wir hier serienmäßig, hier unten drunter, habe ich das letzte Mal schon gezeigt, diese Dunstabzugshaube, die man natürlich auch wunderbar reinigen kann. Die macht man ganz einfach hier raus. Mit so einem Schnapper unten drunter macht man die immer raus. Und die tue ich dann in der Regel einmal im Monat, wird die von mir mit in den Geschirrspüler zum Reinigen gegeben, damit das ganze Fett hier rauskommt. Ja, im Küchenbereich haben wir hier noch ein Fenster, wie man es hier sehen kann. Nochmal zu dem Fenster, zu allen Fenstern, die wir jetzt hier ringsherum haben. Ich will jetzt nicht jedes einzeln erklären. Haben wir hier nach unten die Verdunklung, von oben die Fliegenschutzgitter und man kann das hier stufenweise einstellen und verriegeln. Dann haben wir hier persönlich, haben wir uns so angewöhnt, dass wir hier Bioabfälle hier rein tun. Das ist so eine Eigenschaft von uns persönlich. Hier haben wir 3 Flammen, Kochherd, der natürlich auch viel intensiv von uns genutzt wird. Kaffeemaschine. Zusätzlich hier im Küchenbereich haben wir dann hier, das ist natürlich auch bei einigen Reisemobilen oder bei vielen Reisemobilen, die Spüle und natürlich
die Spüleabdeckung, die man jetzt hier oben einhängen kann. Und wenn man das Ganze dreht, hat man hier zum Beispiel ein Küchenschneidbrett, wo man jetzt hier seine Lebensmittelzubereitung machen drauf kann. Diese Küchenabdeckung kommt hier rein. Ja, und wie man natürlich auch hier sehr schön sehen kann, diese indirekte LED-Beleuchtung hier bei Mobilwetter, auch wieder dimmbar, hell und dunkel. Man hat hier die verschiedenen Kästen. Wichtig hier bei unseren Wohnmobilfreunden, wenn das Wohnmobil neu gekauft ist und man hat jetzt die Kästen beladen und es ist ein gewisses Gewicht auf den Kästen, muss man diese Verriegelungseinstellung nochmal nachjustieren, weil dann teilweise die Kästen während der Fahrt aufgehen und die Verriegelung nicht hält. Hier bei uns, wir haben es nachgestellt, das hält jetzt wunderbar und rastet auch dementsprechend ein, wie man das hier hören kann. So, hier haben wir dann noch einmal unseren Auszug an Töpfen. Man hat hier so kleine Sachen drin, wie Folie, Zubehör, Reinigungsmittel etc. Und hier kann man den ganzen nochmal ausziehen und hier haben wir dann Töpfe drin. Das ist sehr angenehm gemacht. Auch die Hauptabsperrhähne für Gas haben wir jetzt hier. Kühlschrank, Backofen, Heizung und Kochfeld kann man hier separat und getrennt vom Gas trennen. Ja, auf dieser Seite zählt zur Küche hier doch beim Mobilwetter bei der Kajakt dieser Apothekerschrank. Hier haben wir unsere ganzen Gewürze drin, Öle, Speisen etc. Hier haben wir auch noch mal diese blaue indirekte Beleuchtung. Wenn man das noch mal reinfilmen kann, sieht man auch, haben wir hier noch mal mit drin die indirekte Beleuchtung. Ja, den Apothekerschrank, den finden wir natürlich sehr dienlich. Hat natürlich auch so seine Macken. Wir haben das ein bisschen ausgeschäumt noch, damit die Klappergeräusche hier weggehen. Dann haben wir den Kühlschrank, unseren neuen, ganz neuen Kühlschrank, den wir im Tausch hatten. Da haben wir ja schon mal einen Film drüber gemacht. Diesen 150 Liter Kühlschrank, wunderbar. Hier, wir haben jetzt gerade die Dauerbelüftungseinstellung zu laufen. Das heißt, hier mit dem Bibus hier verriegelt. Somit steht die Tür offen. Und das gleiche dann hier oben. Tiefkühlfach mit Innentemperatur, Anzeige und natürlich unseren Backofen möchten wir nicht mehr missen. Haben wir uns super dran gewöhnt. Und hier oben unsere entsprechende Ablage nochmal für gewisse Dinge während unserer Reisezeit. Das ist der Küchenbereich. In der Kajakt 89 geht es weiter in unseren Badbereich. Im Badbereich haben wir einmal zur linken Seite die Dusche und einmal zur rechten Seite das Bad. Das zeigt mir euch jetzt, wie das Ganze ausschaut. Das Raumbad auf die gesamte Fahrzeugbreite haben wir hier den Duschbereich mit einem separaten Dachluke zum B- und Entlüften. Wenn man jetzt hier drinnen geduscht hat, man hat jetzt hier eine Haltestange. Zum Beispiel im Winter hängen wir hier Sachen rein und im Sommer kann man hier wunderbar Handtücher anhängen. Dann haben wir hier Mobilwetter indirekte Duschkabinenbeleuchtung mit Duschkopf und natürlich diese Duschtüren, die jetzt hier eigenständig mit Magnetverschluss verriegelt werden. So schaut das Ganze aus. Natürlich hat man auch einen gewissen privaten Teil, dass man sagen kann, okay, ich schließe das Ganze nach hinten ab und dann haben wir hier die zwei Schiebetüren, die kann man zumachen und somit habe ich hier auf der kompletten Breite die Möglichkeit für mich persönlich duschen, waschen, Toilette, alles für mich persönlich hier zu erledigen. Ja, hier Toiletten- und Waschbereich. Hier haben wir eine ganz normale Tedford-Toilette eingebaut, gewisse Staufächer oben und
unten, man sieht es hier, kommt auch die ganzen Geschichten gefallen, die jetzt bei einer gewissen Fahrweise natürlich rausfallen. Wir haben wieder eine indirekte Beleuchtung von Mobilwetter hier eingebaut mit Lichtkontaktschalter. Dann haben wir hier eine Deckenentlüftung, wie wir es hier haben in der Dusche mit diesem Lüfter in zwei Richtungen. Einmal bläst er frische Luft rein und einmal bläst er frische Luft raus. Hat uns schon einige gute Dienste geleistet bei 35, 40 Grad. Und hier haben wir Spiegelschrank, Spiegelschrank und das Waschbecken. Spiegelschrank haben wir hier noch einmal gewisse Utensilien drin, die man hier nutzen kann. Das Waschbecken, Seifenspender, aus Porzellan, gewisse Halterungen und Accessoires hier eingelassen, Handtuchhalter und hier unten drunter noch einmal einen Schrank für gewisse Duschaccessoires. Wir kommen persönlich mit diesem Eckspiegel nicht so zurecht. Beim Zähneputzen und beim Haarekämmen haben wir so unsere Probleme mit diesem Eckspiegel, wenn man davor steht. Und da haben wir uns hier diesen Spiegel einbauen lassen. Wenn man das mal sieht, einen schönen großen Spiegel direkt gegenüber vom Waschbecken mit einer indirekten Beleuchtung. Das heißt, also hier hat man keine Probleme früh beim Zähneputzen, beim Haarekämmen, als wie wir es jetzt hier bei dem Eckspiegel hat. Was wichtig für uns ist und auch für uns war, das hatten wir in den vergangenen 3 Wohnmobilen gehabt. Wir hatten immer ein Fenster im Toilettenbereich, wie auch vorhin schon erwähnt, mit Fliegengitter und natürlich Verdunklungsrollo. Ja, wie wir es jetzt hier sehen können, haben wir hier diese Schiebetüren zugemacht. Das ist natürlich auch eine wunderbare Abtrennung zum vorderen Bereich. Kann man öffnen. Hier haben wir das Raumbad, also kann man ungestört hier auch sich zurückziehen, wenn man das möchte. Und hier haben wir jetzt unser Queensbett, ist motorhöhenverstellbar. Das ist jetzt die ganz untere Variante. Und wenn wir das Bett ganz hoch fahren, ist das ungefähr jetzt auf dieser Höhe. Ich kann es ja dann nachher nochmal speziell gleich hochfahren, damit man das sehen kann, auf welche Höhe man hier kommt. Wir haben jetzt hier die normalen Matratzen drin und zusätzlich noch Sonderanfertigung von Schlaraffia hier mit einnähen lassen. Deswegen ist die Matratze hier sehr stark. Und das entspricht ungefähr dem Schlafkomfort von unseren Matratzen, wie wir es zu Hause haben. Ja, und das entspricht den Schlafkomfort Härtegrad 3 und hier haben wir einnähen lassen, genau angepasst auf dieses Queensbett. Im oberen Bereich rechts und links die indirekte Beleuchtung, dann haben wir hier oben die Nachtbeleuchtung und zusätzlich unten noch einmal die Spotlights. Hinten haben wir jetzt noch mal dran hier 2 Leseleuchten, die nochmal separat von jeder Seite aus bedient werden können. Das Fernsehgerät hinten haben wir hier einen 22 Zoll verbaut. Den kann man rausnehmen und den kann man auch für draußen mitnutzen. So haben wir uns den eingestellt. Das zieht man dann hier bloß ab und kann das auf die Außensteckdose, die wir draußen dran haben, dann drauflegen. Und wie man jetzt hier sehen kann, haben wir uns die Lichtschalter hier vorgelegt. Hier haben wir uns die Lichtschalter von der indirekten Beleuchtung hier oben, haben uns auf den Lichtschalter gelegt und die Nachtbeleuchtung auf diesen anderen Schalter. Das zeige ich gleich nochmal. Da haben wir die Schalter vorn ran gemacht an den Türen und einmal hinten über ein Relais geschalten. Mobilwetter hat die Schalter sehr unglücklich gelöst. Wie man sehen kann, hier oben ist der Schalter für die indirekte Beleuchtung und hier unten für die Nachtbeleuchtung. Das heißt, wenn Sie hier reinkommen und man will hier irgendwas machen, hat man keinerlei Licht oder Lichtschalter in der Nähe. Deswegen haben wir das Ganze über ein Relais geschalten und geschlossen.
Hiervon kann man aus- und einschalten und rechts und links am Bett, wie man es hier sehen kann, kann man auch nochmal separat ein- und ausschalten. Das haben wir uns persönlich nochmal zu Gemüte geführt und somit ist es für uns einfacher, hier das Licht zu steuern. Natürlich auch hier schön, und da kommen wir auch schön ran, die zwei großen Staufächer haben wir jetzt hier verbaut. Dann haben wir hier die Kleiderschränke beleuchtet. Wunderbar. Hier kann man Sachen reinhängen, haben wir auf beiden Seiten diese Hängeschränke beleuchtet. Dann hat man hier unten drunter noch die Fächer von der Garage. Also hier fängt auch die Garage unten drunter an. Hier die rechts und links die Leseleuchten. Für jede Seite hier seins kann man rechts und links verstellen. Die Nachtbeleuchtung an. Dann sehen wir das, wie sich das hier schön rechts oben und links oben umfasst. Genau das gleiche haben wir unten. Wie man jetzt hier schön sehen kann, das ist die sogenannte Mobilwetter Nachtbeleuchtung, die wir hier anhaben. Wir persönlich finden die natürlich ein wenig zu hell, aber es ist die sogenannte Nachtbeleuchtung, die kann man natürlich auch anlassen. Ist eine wunderbare Geschichte, auch wenn man jetzt im Sommer irgendwo steht und man hat die Fenster auf, die Türen auf, dass auch das sogenannte Licht, wo keine Mücken, sagen wir mal, ins Fahrzeug kommen, wenn man das Licht anhat. Natürlich in diesem Queensbett, was wir hier verbaut haben im Mobilwetter, was wir natürlich hoch und runter lassen können. Wir haben es jetzt unten, ich mache es gleich mal hoch, haben wir natürlich hier gewisse Staufächer. Hier noch einmal diesen Bettlattenrost und die verschiedenen Staufächer. Das ist jetzt die ganz untere Variante. Ich werde das Bett jetzt mal hochfahren, da werden wir das jetzt mal sehen, in welche Richtung das Bett geht, wenn man es hochfährt. Ja, und jetzt zeige ich das mal, wie man das Bett hochfahren kann. Man hat hier Verriegelungsklappen, die mache ich erstmal hoch und dann wird das Bett hier per Motor automatisch nach oben gefahren. Ich fahre das mal hoch bis zur höchsten Stufe. Okay. Jetzt haben wir das Bett ganz hoch gefahren. Jetzt sehen wir das nochmal. Geht hier das Bett jetzt. Und wenn man das Ganze jetzt mal hochklappt und zeigt das nochmal, hat man natürlich hier keinen Verlust von Kofferraum, sondern das, was man vorhin hier unten dran hatte am Lattenrost, ist jetzt hier ganz oben zu sehen. Und man hat natürlich hier noch Möglichkeiten, Sachen rein zu beladen und zu befüllen. Natürlich ist diese Variante schon sehr hoch, deswegen hat man bei Mobilwetter auch die Stufen, wenn man es mal sehen kann, dass man diese Stufen dann schon braucht, um ins Bett hier zu kommen. Ich bin knapp 1,80 groß. Ich kann jetzt ganz normal hier noch sitzen, komme zwar hier oben ran, kann aber jetzt hier sitzen. Hier hinten ist ja nicht sehr tief, das sind maximal 40 cm, also könnte man auch hier wunderbar liegen in dieser Variation. Ja, was ich euch hier nochmal mit zeigen möchte, ist ganz einfach das, was wir hier verbaut haben. Noch einmal zwei Steckdosen, einmal eine Dreier-Steckdose Landstrom und eine Dreier-Steckdose, was jetzt über den Wandler geht, 230 Volt. Haben wir hier zwei getrennte Kreisläufe und somit habe ich hier immer irgendwo 230 Volt anliegen. Ob das für die Kühlbox ist in der Garage, ob das für Gerät ist hier im Schlafzimmer. Landstrom als auch Wandlerstrom fest anliegen. Hier im Schlafbereich über diesen Queensbett haben wir hier das große Heki-Fenster, was man aufmachen kann, was man senkrecht stellen kann. Von Seits, wir haben hier Verdunklung, wir haben hier Fliegenschutz mit dabei und man kann das Fenster komplett auffahren und in die Höhe stellen und somit hat man hier den besten Ausblick auch bei Sommer und auch die beste Be- und Entlüftung. Staumöglichkeiten hier in der K8 hinten, in der 89 hinten haben wir unten dann nochmal rechts und links in den Stufen Fächer verbaut. Recht große Fächer, rechts und links die gleiche Größe. Die eine Seite nehmen wir zum Beispiel für Schmutzwäsche und Getränke und natürlich
In den Stuben mit Einlegerboden hat man hier zum Beispiel nochmal Möglichkeiten, Wäsche mit zu verstauen. Bei der Kajach, wie wir es jetzt hier sehen, haben wir natürlich auch im Boden Staufächer. Insgesamt sind das 4 unterschiedlich große Staufächer. Hier haben wir zum Beispiel ein Staufach mit und 4 Schuhe. Dann haben wir ein Staufach hier vorne. Da haben wir ausschließlich Getränke drin. Wir haben das so gelöst in Pappform. Das gleiche hat man natürlich auch hinten im Schlafbereich. Das fanden wir aber relativ ungünstig für uns persönlich. Deswegen haben wir das mit den Getränken hier vorne so gelöst. Dann haben wir hier noch ein Staufach auch nochmal mit diversen Schuhen. Und dann haben wir hier vorne die ganze Elektrik drin. Sicherungen 230 Volt, das Ladegerät und der Hauptschalter für den kompletten Aufbau. Okay. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mobilwetterfreunde, das war nochmal eine intensive Vorstellung unserer Kajach 89. Wenn Fragen gibt, dann ganz einfach unten rein unter das Video in Kommentare. Wir würden uns sehr freuen. Was habt ihr so verbaut? Was habt ihr für Möglichkeiten an Elektrik? Was habt ihr zum Beispiel mit Radio oder mit TV? Was habt ihr an Grundrissformen? Dafür auch mal interessieren. Und schreibt es ganz einfach unten in die Kommentare rein. Es hat uns wieder mal gefreut, dass ihr das Video geschaut habt und freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt.